Hallo ihr Lieben, Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück auf meinen Channel. Und zwar möchte ich euch im heutigen Video 5 Tipps zum Thema Zeichnen mit Bleistift zeigen. Und wie immer, wenn euch das Thema interessiert, bleibt gerne dran. Viel Spaß beim Video! So, hier seht ihr meine Bleistifte, die ich nutze. Das sind die 9000er Reihe von Faber-Castell. Und was es mit den schwarzen Buntstift auf sich hat, näher dazu dann gleich im Video. Und zwar ist mein erster Tipp, setzt auf jeden Fall Kontraste. Das ist sehr wichtig, damit ein Bild lebendig wirkt. Und der größtmögliche Kontrast ist halt schwarz und das Papier weiß. Und am besten einfach diesen in eine Zeichnung mit einbringen. Haltet euch dabei vor Augen, dass es halt verschiedene Bleistiftstärken gibt. Ihr müsst nicht jede Abstufung haben, aber einige sollten schon dabei sein. Und ihr könnt euch merken, 8H ist zum Beispiel sehr hart. HB ist ja so in der Mitte zwischen hart und weich. Und 8B zum Beispiel ist sehr weich und somit auch sehr dunkel. Also könnt ihr an den dunkelsten Stellen verwendet ihr zum Beispiel 8B und an helleren Stellen ein 2H oder noch härteren. Mein nächster Tipp ist eine Stiftverlängerung. Ihr habt nicht noch mehr von euren Stiften, sondern es ist auch deutlich angenehmer, ab einem gewissen Grad den Stift in der Hand zu halten. Ich benutze dafür so recht günstige, einfache aus Holz. Nur das Problem ist oftmals, dass sich das, obwohl man diesen Riegel ganz hoch schiebt, dass sich der Stift trotzdem noch dreht. Und wenn man ihn jetzt so anspitzen möchte, kann man das eher weniger tun, weil sich der Stift entweder mitdreht oder hier in diesem Fall gar nicht so weit nach oben schieben lässt, dass man ihn überhaupt noch anspitzen kann. Die Lösung für das Problem ist dieses Tape. Das ist einfach so ein Malerkrepp, meine ich, also ein Kreppband. Und dann nehmt ihr euch einfach so ein kleines Stückchen und klebt das hinten um euren Stift zu. Somit macht ihr den einfach auf eine ganz einfache Art und Weise ein bisschen dicker hinten, sodass die Stiftverlängerung besser hält. Ihr seht, habe ich jetzt schon Mühe, den Riegel überhaupt ganz hoch zu schieben und schaffe es auch nicht so. Aber ihr seht, ich kann den Stift spitzen und er dreht sich nicht mit, sondern ich kann ihn ganz einfach und normal anspitzen, als wenn ich ihn in der Hand halte. Mein nächster Tipp ist, einen schwarzen Buntstift zu verwenden bei ganz dunklen Bereichen. Ich möchte noch einen Hinweis geben, ich mache es nicht, weil ich das nicht mag, diese verschiedenen Medien und Techniken zu mischen. Ich weiß aber, dass das einige Künstler tun und deswegen wollte ich da nochmal darauf hinweisen. Ihr könnt das natürlich gerne machen, wenn ihr das wollt. Was mich persönlich daran auch sehr stört, ist, wenn man das Papier jetzt so hoch hält, dann seht ihr, dass das Papier, da wo ich mit Bleistift gezeichnet habe, sehr glänzt und dass es mit dem Buntstift eher matt wirkt. Und dass es auch so ein bisschen andere Farbe hat. Und mich persönlich stört das einfach dann. Und deswegen verwende ich es halt nicht. Aber wie gesagt, ich weiß, dass einige das tun. Und ich wollte das einfach nochmal mit aufnehmen. Nun zeichne ich nochmal, wenn ich ganz stark aufdrücke, mit den 8B und den Schwarz. Und ihr seht, dass man halt auch so einen leichten Farbunterschied sieht. Und wie gesagt, dass das von den 8B Bleistift deutlich mehr spiegelt, als das von den Buntstift. Ja, mein nächster Tipp für ein tiefes, dunkles Schwarz von einem Bleistift, beziehungsweise wenn ihr Probleme damit habt, dunkle Töne mit euren 8B zu erstellen,
kann ich euch dann nur den Tipp geben, wie ich da auch schon bei den Buntstift erwähnt habe. Nehmt eure Zeichenblatt aus dem Block heraus und legt sie, ganz wichtig, auf eine glatte, harte Oberfläche. Also kein Holztisch oder so, dann hat man nachher die Holzstruktur in der Zeichnung schön mit reingearbeitet. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Oberfläche, wo ihr drauf arbeitet, glatt und hart ist. Als nächstes ist hierbei dann noch wichtig, dass ihr einen sehr gut angespitzten Bleistift dann immer nehmt, wenn ihr einen ganz dunklen Ton haben wollt. Mein letzter Tipp für euch heute ist, legt ein sauberes Blatt Papier unter eure Zeichenhand. Einmal könnt ihr eure Materialien da auch drauflegen, ohne dass euer Zeichenpapier dreckig wird. Und ihr könnt entweder so ein Transparentpapier nehmen, achtet dann darauf, dass das säurefrei ist, oder zum Beispiel ein Kopierpapier. Wie gesagt, ihr könnt dann auch ganz einfach euer Material, welches ihr nutzt, auch auf dieses Papier mit drauflegen. Und eure Zeichnung nimmt halt keinen Schaden. Und eure Hand bleibt sauber und ihr müsst nicht jetzt unbedingt von rechts nach links, wäre es ja von mir, arbeiten, weil ich Linkshänderin bin, sondern könnt da zeichnen, wo ihr gerne möchtet. Und zum Schluss, wenn ihr am Ende des Tages fertig seid und das beiseite legen wollt, könnt ihr auch ganz einfach das Papier auf eure Zeichnung rauflegen und der Zeichnung passiert dann nichts. Das mache ich zum Beispiel immer am Ende eines Tages. Das gleiche gilt übrigens, wenn ihr Radierreste von eurer Zeichnung wischen wollt, macht das nicht mit der Hand oder mit dem Finger, weil dann verwischt ihr das gegebenenfalls. Und Finger sind ja auch immer so ein bisschen fettig teilweise, also ist ja so, sondern nehmt dafür einfach so einen einfachen Rougepinsel, nehme ich zum Beispiel. So, dann fassen wir das alles nochmal kurz zusammen. Und zwar arbeitet mit verschiedenen Bleistiftstärken, um halt diesen Kontrast zu erzielen, und schaut darauf, dass ihr als dunkelsten Ton schwarz habt und als hellsten Ton das Papier weiß. Dann nutzt eine Stiftverlängerung. Wenn ihr wollt, nutzt einen schwarzen Buntstift für ganz dunkle Bereiche und achtet immer darauf, dass ihr ein sauberes Blatt Papier unter eurer Zeichenhand habt. Und zu guter Letzt, nutzt einen Pinsel für eure Radierreste und nicht eure Hand oder euren Finger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, euch hat es gefallen. Dann gebt natürlich super gerne ein Like, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich lasse euch jetzt noch weitere Videos anzeigen. Schaut da gerne vorbei. Wir sehen uns darin wieder. Bis dann!